So groß hier, wie diese kleine Zitrone, ist ungefähr eine Gallenblase. Die Gallenblase, der eine oder andere kennt sie, ist ein Organ, ganz unromantisch, sitzt hier unter der Leber und speichert Gallenflüssigkeit, die wiederum für die Verdauung da ist. Dieses kleine Organ hier hat mir dieses Jahr richtig Probleme bereitet. Soweit sogar, dass ich dachte, ich werde sterben. Ich werde euch jetzt diese ganze Story erzählen. Ich werde euch mitnehmen vom Anfang bis zum Ende. Auch es ist so eine Art Erfahrungsbericht. Und es ist nichts, sage ich mal schon vorweg, es ist nichts für schwache Nerven. Also wer sowas nicht ab kann, wer Körperflüssigkeiten und Blut nicht ab kann, der schaltet jetzt bitte ab. Für den Rest, Freunde, los geht's. Ich mache jetzt eine kleine Zeitreise in den März, Anfang März 2025, also dieses Jahr, ungefähr nachts gegen 1 Uhr. Ich wache halt auf mit richtig starken Schmerzen hier im Oberbauch und dachte mir dann im Moment, oder denke mir im Moment, okay, was ist jetzt denn los? Ich muss dazu sagen, ich war am Wochenende bzw. 2 Tage davor feiern. Ich habe viel Alkohol getrunken und sehr viel gegessen. Deswegen hatte ich mich in dem Moment gar nicht gewundert, dass ich solche Magenschmerzen hatte. Aber ich hatte sie so noch lange nicht mehr, so richtig stark und intensiv. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann aufgesprungen, bin durch die Wohnung gerannt und habe irgendwie versucht, mich so krümmt irgendwie die Schmerzen irgendwie wegzubekommen. Tatsächlich durch das Laufen, durch dieses Halten, durch Wärme. Ich habe auch Medikamente genommen, so Schmerztabletten. Es wurde aber nicht wirklich besser. Dann habe ich mich erstmal aufs Sofa gelegt, Füße hoch und erstmal gehofft, dass die Schmerzen irgendwann weggehen. Ich konnte mich auch gar nicht mehr so richtig links oder rechts drehen. Ich musste flach auf dem Rücken liegen, weil es so halt ohne Schmerzen war. Hatte ich, wie gesagt, lange nicht mehr. Okay, dann bin ich eingeschlafen, am nächsten Tag aufgewacht, ich habe mich krank gemeldet. Das ging eben halt auch gar nicht wegen den Schmerzen, habe wieder Schmerzmedikamente genommen und dachte mir, okay, heute esse ich nur Suppe. Habe mir also eine leckere Karotten- und Kartoffelsuppe gemacht. Und da ging es eigentlich auch. Den ganzen Tag war richtig, also war relativ in Ordnung, hatte keine Schmerzen mehr so richtig, hatte aber auch Schmerztabletten genommen und dachte, okay, am nächsten Tag bin ich wieder zur Arbeit. Okay, wieder zu Hause angekommen, hatte ich wieder richtig Hunger. Ich hatte noch den Rest Suppe gegessen und ich dachte, gut, ich denke mir so, dann esse ich auch wieder was Normales. Habe mir 2, 3 Scheiben Brot gemacht, die gegessen. Das war aber dann übrigens ein Riesenfehler, weil dann fing es relativ schnell wieder an weh zu tun. Und ich hatte wieder so eine richtig, aber diesmal so eine richtig, richtig beschissene Nacht. Ich konnte gar nicht einschlafen. Ich konnte mich weder links noch nach rechts drehen. Mein Magen hat so doll wehgetan. Ich habe 2, 3 Schmerztabletten genommen, Ibuprofen. Es hörte aber nicht auf. Es hörte irgendwie nicht auf. Dann habe ich mich irgendwie wieder aufs Sofa gelegt, Füße hoch und dachte mir dann, das wird schon irgendwie weggehen. Das Ding ist, es ging nicht weg. Diesmal ging es einfach nicht weg. So saß ich die ganze Nacht, den ganzen Morgen dann auf dem Sofa und habe mich halt quasi vor Schmerzen gekrümmt und dachte mir irgendwie schon so, es wäre vielleicht besser, ich gehe jetzt mal heute zum Arzt. Ich weiß noch ganz genau, das war gegen 5 Uhr, es wurde schon hell draußen oder es wird hell draußen, ich gucke raus, setze mich wieder hin, wieder so in meinen gekrümmten Modus und auf einmal, neben den Magenschmerzen, weiter rechts hier, rechts unter der Rippe, als würde mir jemand mit einem Messer da reinstechen und so durchsäbeln. Also ich wurde noch nie mit einem Messer angestochen quasi, aber so stelle ich es mir halt vor, als würde mir jemand ein Messer so quasi unten reinstechen und dann ich so, was zum Teufel ist das denn? Was zum Teufel, dachte ich mir, was zum Teufel ist das? Ich bin aufgestanden, ich bin durch die Wohnung gerannt, ich habe geheult. Ich dachte, was ist denn hier jetzt los? Und nach einer Zeit ging's, hat sich ein bisschen beruhigt, aber ich habe die ganze Zeit geheult, habe meine Freundin aufgeweckt und in dem Moment ich sagte, hey, mir geht's überhaupt nicht gut. Die so, was ist los? Ja, ich habe überall Schmerzen, ich kann mich nicht bewegen. So, ja gut, dann müssen wir zum Arzt. Es war aber dann erst 6. Der Arzt macht erst um 9 Uhr auf, also musste ich mich oder habe ich mich noch 3 Stunden da gequält. Ich konnte mich nicht bewegen. Also ich konnte
also als ich gesessen habe, ich konnte so mich hinsetzen, halt alles hat wehgetan. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr mit, sag ich mal, drehen, gar nichts mehr. Es hat so doll wehgetan. Dann habe ich mich so quasi angezogen, auch so wirklich wie so ein 80-Jähriger habe ich mich gefühlt. Wie so ein 80, ich konnte nicht bewegen, nichts. Und dann ist auf jeden Fall so zum Arzt. Ich bin die Treppe so runter in Zeitlupe, habe mich so gehalten, meinen Bauch gehalten, ging gar nichts mehr beim Arzt angekommen. Die Schwester guckt mich an. Geht's Ihnen gut? Ich so, nein, mir geht's gar nicht gut. Die so, okay, setzen Sie sich da vorne ins Zimmer rein, die Ärztin kommt gleich. Habe ich mich ins Zimmer reingesetzt und ich konnte auch nicht mehr liegen. Also ich konnte mich auch nicht mehr so hinlegen oder so, sondern ich konnte nur noch so sitzen und so konnte ich halt die Schmerzen aushalten. Das war richtig krass, das hatte ich noch nie. Das hatte ich halt noch nie. Da kam die Ärztin, meinte, kommen Sie mit ins Behandlungszimmer, legen Sie sich mal hin. Ich lege mich hin und ich fange instant an zu schreien. Ich so, boah, was ist denn das? Dann tippt sie auch noch so ein bisschen rum auf meinem Bauch und meint dann so, ja, hat mir dann eine Spritze gegeben, so eine, ich glaube, Schmerzspritze und Buscopan, dass das so ein bisschen die Därme irgendwie entspannt. Und meinte, okay, sie müssen sofort ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Okay, dann ab zur Notaufnahme. Wir ab zur Notaufnahme. Meine Freundin hat das Auto noch geparkt. Ich gehe dann schon alleine hin und auch so gekrümmt durch den Gang. Da lief mir so ein Arzt entgegen, der hat schon so komisch geguckt. Und dann gehe ich so in dieses Anmeldezimmer rein und ich war schon fast so, dass ich vom Stuhl falle. Es war halt krass, ne? Ich war so. Und dann meinte sie, ja, kann ich mal kurz hier noch Ihre Krankenkassenkarte haben und mir eben kurz den Finger geben? Was haben Sie denn? Ich sag so, ja, ich habe starke Schmerzen im Oberbauch und rechter Oberbauch. Ich kann nicht mehr, habe ich gesagt. Und sie so, ja, okay, wir müssen noch eben kurz was machen. Und dann sie so, und ich dachte so, oh, nee, beeil dich doch mal. Dann meinte sie so, Sie können aufstehen, aber warten Sie mal, da kommt gleich schon jemand. Dann bin ich aus diesem Raum raus und sofort wurde ich in die Ambulanz rein, dann wurde ich hingesetzt auf so eine, auf so eine Liege, auf so eine Trage und wurde dann in den Behandlungsraum sofort geschoben. Und dann kamen ganz viele Ärzte, erstmal Schmerzmittel bekommen. Dann haben die mir Blut abgenommen. Dann Ultraschall gemacht. Und also mein Ultraschall der Gedärme tatsächlich, also des Magens, Bauch, Darm etc. pp. Dann haben die mich auch geschoben in eine Sonographie extra für die Leber und für die Gallengänge. So. Und dort hat der Assistenzarzt mich dann so, man nennt das ja Schallen, mich geschallt. Und der hat was gesehen. Der hat gesagt, oh, da ist eine Verdickung. Sein Chef aber meinte so, nee, das ist normal, da ist nichts. Das ist alles normal, alles nur im Bereich. Okay, also bin ich zurück von dieser Schallung, also von dieser Sonographie meiner Leber, zurück wieder. Und dann kam auf einmal ein Arzt zu mir und meinte, so, jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, wie viel trinken Sie? Trinken Sie jeden Tag? Wie viel trinken Sie denn? Ich sag so, ja, ich trinke jetzt so einmal die Woche oder so. Und er so, nicht mehr? Trinken Sie nicht jeden Tag? Ich so, nein. Ja, weil dann hätte ich gesagt, dass sich Ihre Bauchspeicheldrüse sich entzündet vom Trinken. Ich so, ja, nee, schauen Sie doch mal. Dann hat er nochmal meine Bauchspeicheldrüse sonografiert und meinte, ja, okay, da ist nichts. Das Ding ist, ich war da auch mit Jogginghose und ich sah so aus wie so ein Kreuzberger Street-Gangster. Vielleicht dachte er, ich bin ein schwerer Alkoholiker. Kann ja sein. Ich denke, viele schwere Alkoholiker sind da in der Notaufnahme und Drogenabhängige. Ich war es halt nicht. Aber ich wurde so ein bisschen betrachtet. Auf jeden Fall sagten die Ärzte zu mir, da ist nichts. Also wir konnten jetzt nichts finden, ihre Entzündungswerte sind etwas erhöht, aber sonst sehen wir hier halt nichts. Vielleicht haben sie eine schlimme Magenschleimhautentzündung. Das kann mal ganz fies werden, hat der Arzt gesagt. Also eine Gastritis. Da hat er gesagt, sie können noch einen Tag hier bleiben, wenn sie möchten, oder sie gehen nach Hause. Ich sage so, ja, ich wohne hier um die Ecke, ich gehe nach Hause. Das war hier auch ein Krankenhaus in Kreuzberg. Da gibt es eigentlich auch nur eins, glaube ich. Das heißt, ich gehe nach Hause, er hat mir Medikamente mitgegeben und hat gesagt, ja, kurieren Sie sich aus. Okay, gut. Ich gehe dann nach Hause. Ich dachte, okay, gut, Gastritis, Magenschleimhautentzündung, lässt sich, ist ja nichts Schlimmes, tut halt weh. Ich bin nur im Bett geblieben den Tag da drauf, habe nichts gemacht, nur halt mir Schmerzmedikamente, aber ich konnte auch nicht schlafen, gar nichts, das ist halt nicht besser geworden. Und dann am nächsten Tag, das war ein Freitag, an einem Freitag war das, und dann wache ich morgens auf. Meine Freundin sieht mich und sagt so, Dennis, du bist gelb. Ich, wie? Wie? Ich bin gelb. Ja, du bist gelb. Deine Augen sind gelb, dein Gesicht ist gelb, deine Hautfarbe ist gelb. Und ich guck so in den Spiegel,
Ist krass, ich habe gelbe Augen, ich bin gelb im Gesicht. Ich so, krass, die so, gehen wir auch zum Arzt. Geh mal gleich wieder in die Notaufnahme, sagt sie zu mir. Ich sag so, nee, das wird schon gehen. Und dann habe ich irgendwie noch recherchiert. Ich hatte eine Gelbsucht, hieß das, Gelbsucht heißt das. Und ich dachte, das wäre irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe zu wenig getrunken. Ich habe mir irgendeine Scheiße zusammengereimt, weil ich unbedingt nicht mehr ins Krankenhaus wollte. Ich hasse Krankenhäuser. Und habe mir gedacht, okay, das wird schon nicht so schlimm sein. Dann ich muss ja auch mal, war ich pinkeln, ich guck so, dann ist mein Urin, meine Pisse ist braun. Die war braun. Und ich gucke so, Alter, was ist denn das jetzt? Braun, das habe ich ja noch nie gesehen. Da habe ich Schiss bekommen, ne? Weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ich dachte, ich habe vielleicht zu wenig getrunken, habe dann ganz viel Wasser getrunken, hat nichts gebracht, diese Brühe blieb braun. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich bin gelb, mein Urin ist braun, vielleicht soll ich doch nochmal zum Arzt gehen. Und habe mich dann tatsächlich in die Notaufnahme wieder geschleppt. Das ist halt um die Ecke. Bin um 2 Uhr da gewesen und es war leider Gottes, war Streik. Das heißt, die war total unterbesetzt, die Notaufnahme. Und dann saß ich halt da. Ich saß dort zuerst von 2 bis 8 Uhr. Und dann habe ich mir gesagt, ey, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt nach Hause. Das wird schon irgendwie wieder gehen. Ich bin immer so, weil ich war mein ganzes Leben lang nie wirklich krank. Und es ging immer irgendwie alles. Deswegen dachte ich, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, war nicht so. Meine Freundin holt mich ab, wir gehen nach Hause. Sie sagt zu Dennis, du bist immer noch gelb. Hat dann ihre Tante angerufen, weil sie ist Ärztin und sie meinte dann, ja, ja, geh mal lieber wieder in die Notaufnahme, das kann was Ernstes sein oder auch nicht, geh mal hin. Okay, dann wieder zurück und gerade dann, als wir kommen, wurde mein Name aufgerufen. Gott sei Dank, das war dann so gegen 10 Uhr tatsächlich. Ja, und dann saß ich da wieder in der Ambulanz, in der Notaufnahme. Dann musste ich in so einen Becher pinkeln, war auch wieder komplett braun. Die Schwester meinte auch, oh, okay, das ist ja untypisch quasi, diese Farbe. Und wenig später, eine Stunde, 2 Stunden später, haben sie dann herausgefunden, was es ist. Die haben dann halt einen Spezialarzt nochmal konsultiert, der zwar, ich glaube, der hat gestreikt, aber die haben sie halt angerufen. Also so einen Internisten und der meinte eben halt, wahrscheinlich habe ich eine Gallenblasenentzündung und eine Gallengangsentzündung. Habe sofort Antibiotika bekommen. Das war krass. Ich war auch schon längst so ein bisschen weggetreten. Also ich habe nur noch gechillt. Ich war komplett in so einem Chill-Modus und ich hätte auch immer sofort einpennen können. Habe auch gepennt zwischendurch. Ich war einfach völlig im Eimer und schlapp. Dann haben die mich so gegen, ich weiß nicht, 12, 1 auf die Station geschoben. Und dann war ich erstmal da und habe halt die ganze Zeit Antibiotika bekommen. Am nächsten Tag kommt dann die Ärztin zu mir und meinte so, okay, ihre Blutwerte sind so und so, sie haben eine Gallengangsentzündung wahrscheinlich und vielleicht haben sie sogar auch Gallensteine. Das wissen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir aber bei ihnen reingucken. Und ich sag so, wie reingucken? Naja, es gibt da eine Untersuchung, die heißt ERCP, das heißt, die gehen mit einem Endoskop in den Magen, durch den Magen durch, ein bisschen in den Darm rein. Von dort aus gehen die dann in den Gallengang mit so einem Führungsdraht und dann können sie halt gucken, sehen auf dem Röntgengerät, was da los ist. Und dachte ich mir so, oh nee, null Bock auf darauf, weil mir ging es ja schon wieder gut. Aber sie meinte, das müssen wir machen, weil das ist sonst fahrlässig. Und ich dachte, okay, dann machen wir das. Ich hatte schon jahrelang auch wurde ich schon gar nicht mehr sediert oder so. Ich kannte das gar nicht mehr, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schiss. Ich hatte da gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall dachte ich, okay, es muss sein. Und dann runter zur Untersuchung dann. Dann hat mich der Arzt nochmal sonografiert, hat das nochmal gesehen, das alles. Und haben wir diesen Eingriff gemacht. Das Geile ist eigentlich, du kriegst so ein Betäubungsmittel, das heißt Propofol. Und das ist so, das ist, als ob du so richtig geil schläfst. Das ist ein richtig geiler Schlaf eigentlich. Und wenn du aufwachst, fühlt sich das an, als hättest du 20 Bier getrunken. So bist halt vollkommen Knülle, so, ne, für ein paar Minuten. Geht aber relativ schnell wieder weg. Auf jeden Fall kam dann auch bei dieser Untersuchung heraus, dass ich eine Gallenblasenentzündung habe, dass meine Gallengänge entzündet sind und dass dort quasi sich schon schwarze Galle in meinen Gallengang gesammelt hat. Das heißt, Galle, die nicht abgeflossen ist, sondern schon länger da rumbrodelt. Und ich hatte Gallensteine, die sind auch abgelaufen. Zusätzlich war in meiner Galle noch so, das nennt sich Sludge, das ist so ein Gallenschlamm. Der war auch noch in meiner Galle. Das hatte man dann irgendwann bei dem Ultraschall gesehen tatsächlich. Alles nicht gut, alles beschissen. So, dann hieß es, okay, Montag ist die OP, Montag kommt ihre Gallenblase raus. Und ich sag so, Entschuldigung, kann ich noch mal kurz erfahren, wie, warum, was? Keiner hat mich aufgeklärt. Ich verstehe, es war Streik das Wochenende.
Da war zu wenig Personal. Ich wollte aber mindestens wissen, was ist denn los? Warum muss das raus? Irgendjemand kann mir das erklären. Muss das überhaupt gemacht werden? Muss es nicht gemacht werden? Kann diese Gallenblase, kann dieses kleine Ding noch drinnen bleiben oder nicht? Nun, dann kam dann ein Chirurg von einer anderen Station, weil ich war ja auf einer Internistenstation, also für innere Medizin. Und dann kam ein Chirurg und wir haben dann gequatscht. Und habe ich gesagt, na schauen Sie mal, ich habe jetzt Antibiotika bekommen, ich habe diesen Stand bekommen. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe nämlich während dieses Eingriffs, während dieser ERCP, habe ich eine Prothese bekommen, eine Plastikprothese ungefähr so. Und die wird dann da reingeschoben, damit diese Flüssigkeit ablaufen kann, tatsächlich, diese Gallenflüssigkeit. Na? So, den habe ich bekommen, der war drinne. Das tut auch nicht weh, das merkst du auch gar nicht, aber es ist eben halt, war halt gemacht, weil es sein musste. Gut, dann habe ich den Chirurgen gesagt, okay, muss das sein, muss es nicht sein? Ich sage so, gucken, schauen Sie mal, ich kriege Antibiotika, ich fühle mich gut. Der meinte dann zu mir, ja, okay, wenn man das alles berücksichtigt, Sie sind noch jung, hat er zu mir gesagt, dann muss das gar nicht raus. Die Gallenblase muss gar nicht raus, hat er gesagt. Und ich so, ja, cool, dann bin ich raus. Dann bin ich raus, dann brauche ich das ja gar nicht. Ja, dummerweise am nächsten Tag kam seine Kollegin, wohl seine Chefin, und meinte dann zu mir, nee, die muss raus. Die muss raus und das muss Montag raus. Ich sag so, ja, können wir nicht noch warten oder so? Ich habe ja noch einen Hund, ich habe Arbeit, Job und so, das muss ja auch geregelt werden. Das muss raus, hat sie gesagt. Und dann haben wir rumdiskutiert. Das Ding ist, sie hat mir einfach nicht gesagt, warum das raus muss. Sie hat gesagt, das muss raus. Das war so, die hätte auch beim Militär sein können. Die stand dann so vor mir, so mit den Händen nach hinten so und dachte so, okay, ist es hier ein General, der hier vor mir steht? Ein bisschen strange. Also die Kommunikation mit mir war ein bisschen verrückt, fand ich. War halt so, wie so eine Mutter mit ihrem Kind spricht oder sowas. Wie so ein ungezogenes Kind. Fand ich irgendwie seltsam. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, dass ich entlassen werde, aber in 2 Wochen werde ich dann operiert. So, war auch eine Möglichkeit. Dann dachte ich mir, okay, da habe ich noch Zeit, das mit dem Job klar zu machen, mit dem Hund, etc. pp. So, dann hat man mich entlassen. Witzigerweise, auf dieser Station waren nur alte, demente Menschen und zwei, also ich und mein Zimmernachbar, das, die waren die Jüngsten und ich bin jetzt 39. Wir waren die Jüngsten auf der Station. Übrigens, mein Zimmernachbar war ein Junkie, der war sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber dazu mal ein anderen Video. Dann werde ich entlassen, ich kriege Antibiotika und noch ein paar andere Medikamente, um diese Entzündung loszuwerden oder in Schach zu halten. So. Und eigentlich ging es ganz gut. Ich bin auch wieder zur Arbeit. Ich hatte aber halt immer wieder noch diese Schmerzen hier unten rechts. Und dann, nachdem ich die Antibiotika, als die zu Ende waren, gar nicht so lange später, dann ging es wieder los. Ich war wieder so schlapp, hatte Schmerzen, also wieder hier unten rechts die ganze Zeit, es wurde mehr. Und irgendwann habe ich aber auch mal meine Temperatur mal zwischendurch gemessen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kriege Fieber. Und das war natürlich nicht gut. Die Ärzte haben mir auch gesagt, wenn ich wieder Fieber oder sowas habe, muss ich zurück ins Krankenhaus. Gut, und leider war das war so ein Nachmittag, ich weiß gar nicht, das war ein Freitagnachmittag wieder und dummerweise, es war wieder Streik. Ich hatte richtig Pech dieses Mal wieder. Streik, ich bin so um 4, 5 hin, denke ich. Ich habe mich noch bei der Nothilfe, also da gibt es so eine medizinische Nothilfe, bei der ich angerufen habe. Und da habe ich gefragt, soll ich ins Krankenhaus oder nicht? Ne, ist es schlimm genug? Die meinten, ja, gehen Sie sofort hin. Ich also wieder hin und warte natürlich wieder stundenlang dort. Ich weiß, es hat wieder bis nachts gedauert. Aber das war ein richtig harter Abend, weil es war wieder unterbesetzt. Ich komme dann wieder in den Behandlungsraum auf der Notfallversorgung. Aber auch das hat glaube ich 4, 5 Stunden gedauert. So, und dann bin ich wieder drin, kriege wieder Schmerztabletten, Schmerzmittel. Und dann kommt eine Ärztin zu mir und fängt an, mich auch wieder so einen Ultraschall zu machen und guckt sich dann halt meine Leber und Gallenblase an. Und dann habe ich richtig Schiss bekommen, weil dann hat sie Folgendes gesagt. Ja, also ihre Gallenblase, verdickte Wand und an der Gallenblase an sich war drumherum schon hat sich was Neues gebildet. Das heißt, sie meinte, es könnte ein Abszess sein, also eine eitrige Abkapselung oder Flüssigkeit. Das sieht man da nicht, hat sie gesagt. Und dann sagt sie zu mir, ich kann Ihnen nicht sagen, ob Ihnen die Gallenblase heute Abend um die Ohren fliegt.
Ja, dann muss ich sagen, hatte ich richtig Schiss. Da hatte ich richtig Schiss. Ich hatte richtig Schiss. Und sie meinte, da muss ein Chirurg mal herkommen und drüber gucken und nochmal seine Meinung geben. Aber es sieht wirklich nicht gut aus, hat er gesagt. Sie meinte, das ist sehr, sehr akut. Gut, es war wieder Streik, die Chirurgen haben zu tun und dann saß ich da erstmal 2 Stunden auf der Liege und dachte mir, ach du Scheiße, da hast du jetzt richtig reingeschissen. So. Da hast du jetzt richtig reingeschissen. Und ich hatte richtig Schiss, ich habe auch geheult. Ich dachte, okay, scheiße, Mann. Naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann nach 2 Stunden der Chirurg, der guckt dann auch wieder mit dem Ultraschall drüber und sagt so, okay, da ist eine Abkapselung, das kann Flüssigkeit sein, das kann aber auch Eiter sein. Das können wir auch, hat er gesagt, kann ich nicht sehen. Dann habe ich gefragt, ist das jetzt lebensbedrohlich? Er hat das gesagt, er sagte dann zu mir, nein, das ist nicht unbedingt lebensbedrohlich. Aber Sie müssen hier bleiben und wir überwachen Sie. Und falls was ist, können wir Sie jederzeit operieren. Und dann dachte ich, okay, das sieht nicht gut aus. Und dann wurde ich wieder auf die Station geschoben und ich hatte natürlich auch Todesangst jetzt tatsächlich, weil ich dachte, okay, das kann ja jetzt jederzeit, kann mir das Ding ja um die Ohren fliegen. Ja, ich habe dann, ja, mir ging es nicht gut, sagen wir mal so. Ich war todesängstlich. Naja gut, dann sagten die Ärzte, ich werde am Montag quasi meine OP-Termin wird vorverschoben. Ich werde gleich am Montag, es war ein Freitag, ich werde am Montag operiert. Also es wird halt vorgeschoben. Und dachte ich, okay. Und dann lag ich halt bis dahin auf der Station. Die Schmerzen wurden immer doller. Ich habe halt, wenn ich ein bisschen was gegessen habe oder so, ein paar Happen, ich habe sofort krasse Schmerzen überall bekommen. Ich hatte nichts mehr gegessen, gar keinen Bock mehr. Die Krankenschwester meinte, ich sollte ein bisschen was essen. Ich hatte null Appetit, null. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss vor der OP. Am Abend vor der OP kam dann die Anästhesistin, also diejenige, die für die Betäubung zuständig ist, für die Narkose. Und dann habe ich so ein paar Fragen gestellt. Ich so, wie lange dauert es denn eigentlich hier, die Operation? Und sie meinte, ach, das dauert eine halbe Stunde, das ist raus. Ich habe das selbst auch machen lassen, kein Problem. Und dann war ich ein bisschen erleichtert, dass das dann, ich kriege auch so, das ist ja auch so, du kriegst halt normalerweise heutzutage 5 Schnitte, ne, dann wird dein Bauch aufgebläht und dann haben sie die Instrumente und schneiden dann die Gallenblase heraus. Das ist alles kein Thema. Und dann war ich ein bisschen erleichtert. Am nächsten Tag ging es um 11 Uhr dann schon gleich los, schon sogar ein bisschen früher. Und ich war so aufgeregt, weil die haben mich noch eine halbe Stunde vor dem OP-Saal quasi warten lassen. Und dann siehst du halt die ganzen Leute, die rausgeschoben werden, die reingeschoben werden. War jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich habe mich irgendwann daran gewöhnt und dachte, okay, jetzt ist es okay, alles wird gut und los geht's. Ja, und dann lag ich da, nach natürlich ein paar Sekunden mit diesem Gas, was man da bekommt, völlig weggerauscht, schön im Tiefschlaf und dachte, alles geht seinen schön geregelten Weg natürlich. Gut. Ich wach auf, also ich höre meinen Namen, ich wach auf. Puff! Ich merke so hier unten, das ganze Ding, der ganze Bereich, als hätte mir jemand auch wieder mit so einem Schwert, mit so einem Samurai-Schwert, da alles aufgeschnitten. Ich habe geschrien, ich habe so geschrien, ich weiß nicht, ich habe so geschrien, hat so derbe wehgetan. Die ganze Scheiße. Ich dachte, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das kann doch nicht so doll wehtun. Dann schieben die mich in den Aufwachraum und ich hatte schon so Schmerzmittel bekommen, intravenös. Und das waren schon Schmerzmittel mit Opiaten oder sowas. Die haben schon richtig stark. Und dann frage ich halt den Krankenpfleger, ich so, hey, können Sie mir irgendwas gegen die Schmerzen geben? Und er guckt so, ja, Sie kriegen doch schon was gegen Schmerzen. Ich so, ja, immer irgendwas, was wirkt. Sie so, ja, das ist schon Opiat. Und dann fragt er mich noch so, nehmen Sie Drogen oder so? Ich so, hä, warum? Ja, vielleicht wirken sie deswegen nicht. Ich so, nee. Und deswegen dann lag ich da mit Schmerzen und meinte so, okay, das ist Ihre Wunde, die ist so groß. Und dann gucke ich so unter mein T-Shirt, also um dieses Nachthemd, gucke ich so, habe ich auf einmal hier so ein Schnitt von der Mitte hier, von der Mitte bis hier runter, habe ich einen Schnitt einfach, also ich sehe den Schnitt nicht, aber ich sehe, dass es alles abgeklebt ist mit Pflastern. Und ich dachte, okay, irgendwas ist hier nicht richtig gelaufen, also oder nicht nach Plan. Das sieht nicht aus, als hätten sie nur 5 Schnitte gemacht und so ein bisschen dann da rumoperiert, sondern die haben mir komplett den halben Bauch aufgeschnitten.
Und das tat so richtig krass weh. Wurde zurückgeschoben ins Zimmer, dann in mein Zimmer tatsächlich und ja, habe dann noch extra Opiate bekommen und meine Freundin hat mich noch besucht und ich war einfach nur noch so, also ich konnte nicht mehr richtig reden, ich war halt völlig weggetreten, ich so Endgegner und habe mich erstmal ausgeschlafen, aber es hat so wehgetan. Ich konnte mich auch nicht so richtig bewegen, weil es hat so gezogen, als hättest du musst dir so vorstellen, als hättest du so einen 20 Kilo Sack Steine hier so dran ziehen, so weißt du, weil so hat das beim Bewegen gezogen. Das war echt heftig, hatte ich so in dem Sinne ja auch noch nie gehabt tatsächlich. Ja, wer hat das denn schon, ne? Ist ja klar. Gut, dann erstmal schön nachts geschlummert, weil mit diesen Opiaten kann man auch richtig gut schlafen, muss ich sagen. Und am nächsten Tag ist dann die Visite. Dann kommt der operierende Arzt rein, sein Assistenzarzt und 2, 3 Krankenschwestern und noch eine Medizinstudentin. So, und ich hatte übrigens auch noch, du kriegst dann noch so eine Drainage hier rein, meistens. Hier so eine Drainage, legen dir so einen Schlauch hier rein, in die man das sehen, also legen dir hier quasi, hier wurde ich operiert und hier kriegst du einen Schlauch rein, der dann quasi die Wundflüssigkeit ableitet und alles mögliche und alles andere auch, wird dann quasi durch den Schlauch abgeleitet und kommt in so einen Beutel. Und der wird dann eben immer wieder geleert oder ausgewechselt tatsächlich. Naja. So, dann sagt der Oberarzt zu mir, ja, zeigen Sie mal kurz her. Dann mache ich so mein kleines Kleidchen hoch. Er guckt sich den Beutel an und sagt dann so ganz stumpf zu mir, ja, das sieht scheiße aus. Ja, ich so, hä? Ja, was denn? Was sieht scheiße aus? Ja, was da hier im Beutel drin ist, das gehört da nicht hin. Ja, ich sag, was ist denn da drin? Ja, Galleflüssigkeit. Sie brauchen noch eine ERCP. Okay, tschüss. Und schon war er weg. Schon waren die alle weg. Ich konnte noch die eine Krankenschwester, das war die Oberschwester, die konnte ich noch. Hey, ich sage, Entschuldigung, bleiben Sie mal kurz. Hallo, ich habe noch eine Frage. Hallo, hallo. Und dann sagst du, ja, was war denn jetzt? Was ist Gallenflüssigkeit? Was ist passiert? Was ist denn los hier? Wie schlimm ist das? Keiner hat mir irgendwie natürlich also im Moment was gesagt. Ich so, ja, diese Flüssigkeit, die gehört da nicht hin. Wahrscheinlich ist irgendwo was offen. Irgendwo kommt Flüssigkeit raus. Ich so, ja, und jetzt? Ja, jetzt kriegen sie einen Eingriff, so eine ERCP und dann gucken wir nochmal weiter. Ich so, ach du Scheiße. Jetzt sitzt du hier, der Oberarzt sagt, ist scheiße, dann rennt er auf einmal weg und sagt gar nichts und ja, muss dir alles aus der Nase ziehen. Die Kommunikation des Personals war wirklich schlimm, muss ich sagen, schlimm. Wenn du da sitzt, schlimm. Du, dann habe ich diesen Eingriff bekommen, dann haben die quasi diese Prothese, die ich vor 6 Wochen bekommen habe, ne, am Anfangs habe ich ja erzählt, diese Prothese, die haben die ausgetauscht, ich habe eine neue bekommen, die etwas größer war, damit die Flüssigkeit besser ablaufen kann. So, mehr habe ich dann auch nicht. Ich habe die Ärzte dann auch nie wieder, also die habe ich nur morgens gesehen. Du konntest die Ärzte nicht irgendwie erreichen. Die waren nie da für die Patienten, sondern nur morgens kurz für 1 Minute und dann waren sie weg. So, und dann haben die Krankenschwestern immer quasi die Flüssigkeit abgelassen aus meinem Beutel und gemessen quasi, wie viel das ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie das auch labortechnisch untersucht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde die Flüssigkeit immer so ein bisschen weniger und das war eigentlich gut. Die haben gesagt, hey toll, die Flüssigkeit wird weniger, das ist ein gutes Zeichen. So, dann, ich erinnere mich noch, eines Abends hatte ich so richtig krasse Schmerzen. Das hat sich so angefühlt, als hätte ich hier so einen, sozusagen Fußball hier im Bauch gehabt. So, weißt du, das hat so richtig gedrückt, so gegen alles hier. Also es war so, als hätte ich so einen Ball hier drinne. Und das hat so wehgetan, habe ich gesagt, hey, Schwester, können Sie mal einen Arzt rufen, das tut unnormal weh, ich weiß nicht, ich halte es hier nicht aus. Okay, dann kam nach einer Stunde eine Assistenzärztin und sie meinte so, ja, wo haben Sie denn Schmerzen? Ich so, hier. Was macht die? Die geht voll rein, all in und drückt da voll rein. Also ohne irgendwie mal was zu sagen. Die drückt voll da rein, wo es weh tut. Ich habe die ganze Station voll geschrien. Ich habe geschrien ohne Ende. Das hat die ganze Station gehört. Das hat mir auch später die Krankenschwestern erzählt. Das hat die ganze Station gehört. Hab so geschrien. Und währenddessen, was macht die Ärztin? Die haut einfach ab. Die drückt rein, ich schrei, die haut einfach ab, war aus der Tür raus. Ich so, ey, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, was jetzt hier ist? Und sie so, ach so, ja, Sie haben ein Hämatom, das ist normal, es tut jetzt weh. Ich so, ja, danke. Das war so krank, ich fand das so crazy, dass sie drückt da rein und haut sie sofort ab und sagt mir gar nichts, einfach so. Die Krankenschwestern haben sich später bei mir entschuldigt für sie, tatsächlich.
Naja, das war schon ein bisschen cringe, fand ich. Ich sagte, was ist das denn für eine Ärztin überhaupt? Was macht die denn da überhaupt? Was macht die hauptberuflich? Auf jeden Fall am nächsten Tag wieder Visite. Der Arzt guckt sich alles an, er sagt so, okay, sieht besser aus. Vielleicht können wir den Beutel ja noch entfernen und guckt dabei so also seine Kollegin, diese Krankenschwester an. Und dachte ich so, hä, wieso fragt er denn die Krankenschwester, ob der Beutel raus kann? Es muss er doch entscheiden, er ist doch der Arzt. Und sie meint so, ja, ja, und dann meinte so, nee, doch noch nicht. Und er meinte so zu mir, das sieht alles gut aus. Und ja, ich sag so, aber was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, das können wir nicht sagen, das müssen wir noch mal rausfinden. Und ich dachte, okay, ich hänge jetzt ein paar Tage hier drin, keiner weiß, was ich habe, es wird besser, aber irgendwie, das war so, wo ich dachte, das hat mir irgendwie Schiss, das habe ich Angst bekommen. So, ich dachte, okay, warum weiß denn keiner, was denn hier los ist? So, ne? Auf jeden Fall, nachdem er gesagt hat, es ist alles gut, war ich erstmal ein bisschen beruhigt. Und dann eine Stunde später kam seine Assistenzärztin und meinte so, ja, wir müssen übrigens jetzt noch einen Eingriff machen. Wir müssen Ihnen nochmal so eine ERCP machen, also nochmal hier mit einem Schlauch in den Gallengang rein. Und ich so, hä, vorhin war doch alles gut, was ist denn los jetzt? Warum muss jetzt, ich sag, liegt das wegen diesem Leck oder so? Ja, weil wissen wir nicht. Ich sag, wer weiß denn hier überhaupt irgendetwas? Ich wurde dann wirklich richtig sauer. Dachte ich mir, weil zuerst hieß es ist alles gut und auf einmal meinten sie so, ja, nee, wir brauchen doch noch einen Eingriff. Und das war dieses hin und her, macht Taschen leer, hat mich richtig genervt. Und dann dachte ich, okay, was für ein Krankenhaus ist es überhaupt? Übrigens, ich meine, es war auch so ein bisschen enttäuschend mit den Kranken, sag ich mal, die haben sich ja alle viel Mühe gegeben, das Pflegepersonal. Und das Ding ist, die waren dann, teilweise konnten die kein Deutsch sprechen, die konnten dich nicht verstehen, die wussten nicht, was du wolltest. Und ich dachte so, okay, dann habe ich halt mit denen Englisch gesprochen, aber ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt, sag ich mal. Was man dazu sagen muss, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, ich hatte zu der Zeit eine Schilddrüsenunterfunktion und in dem Bereich bist du noch zusätzlich sehr ängstlich und sogar ein bisschen depressiv kann es passieren. Hat sich erst im Nachhinein herausgestellt. Aber es ist ein anderes Blatt Papier. Auf jeden Fall war ich sauer, ich war verzweifelt und da habe ich meinen Onkel mal kontaktiert. Der ist Krankenpfleger jahrelang gewesen und habe gesagt, hey, so und so sieht das hier aus, so werde ich hier behandelt, so sind die Ärzte mit mir und das habe ich jetzt und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich hatte aber so ein bisschen recherchiert, es gab in Berlin in der Charité, gibt es ein Spezialzentrum, das sich um solche Fälle kümmert. Das wusste ich, da habe ich mich schon mal drüber informiert im Vorhinein. Da habe ich meinen Onkel gefragt, soll ich vielleicht lieber dahin gehen? Und dann sagt er so, ja, wenn du es kannst, geh sofort. Dann habe ich mich da gemeldet bei diesem Zentrum, habe denen eine E-Mail geschickt, habe gesagt, hey, so und so, ich habe denen geschildert, wie das im Krankenhaus, wie die da so diesen Fall behandeln. Die haben mich sofort angerufen und haben gesagt, hey, Sie können bei uns ist ein Platz frei, Sie können zu uns kommen. Sie müssen nur dem Stationsarzt oder den Oberarzt unsere Nummer geben, der soll uns zurückrufen und dann machen wir das schon. Ich so, ja, krass, geil. Gut. Ich sag's okay, dachte ich mir, okay, ich muss das machen, weil hier fühle ich mich total lost. Auf jeden Fall rufe ich die Krankenschwester. Ich sag so, hey Schwester, hey, ich glaube, ich möchte hier nicht weiter behandelt werden, ich habe Angst. Ähm, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann sagt sie, okay, kann ich verstehen, ich sage dem Oberarzt Bescheid. Und nach einer halben Stunde kommt der Oberarzt zu mir und sagt so, ja, Hudel, was haben Sie hier für Ideen überhaupt? Ich so, was für Ideen habe ich denn hier? Die so, ja, Sie wollen ja in die Charité, wir wollen ja in die Charité überwiesen werden und so. Ich so, ja, in der Charité gibt es ein Zentrum, was auf solche Fälle spezialisiert ist. Und dann sagt er zu mir, ja, aber Ihr Fall ist ja ein Sonderfall. Man muss dazu sagen, 99,9% oder so der Gallenblasenentfernungen laufen gut, gehen gut aus. Und ich war bei den 0, verdammt nochmal 0,1%, hatte die Arschkarte gezogen. Ich hatte einfach die Arschkarte gezogen. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist ja ein Spezialfall, die kommen gar nicht so oft vor. Was soll Ihnen die Charité denn helfen? Ich sage, wie die Charité soll mir helfen? Ich sage, die haben ein Zentrum dafür, für Spezialfälle. Und die haben mehr Spezialfälle als Sie hier. Ja, meinst du, ja, Spezialfälle sind selten. Ich so, ja, aber die Charité hat wahrscheinlich mehr seltene Fälle, als Sie die hier haben. Und dann guckt er mich so an und ich sage so, passen Sie auf, hören Sie zu. Ich will in diesem Krankenhaus hier nicht verrecken. Habe ich zu ihm gesagt. Dann guckt er mich so an und sagt, okay, gut, ich leite alles in die Wege. War ich wirklich erleichtert. 5 Stunden später war ich dann in der Charité, wurde ich in der Charité aufgenommen und ich war so glücklich, dass dieses Fiasko zu Ende ist. Das war einfach so ein krasser Stress für mich und wahrscheinlich auch durch diese Schilddrüsen
Unterfunktion, der hat nochmal reingekickt quasi. Wie gesagt, wusste ich erst im Nachhinein. Und die haben sich dann relativ schnell um alles gekümmert. Ich wurde dann aufgenommen abends. Ich fragte dann noch den Stationsarzt, ich so, können Sie irgendwas sagen? Er sagt so, ich kann Ihnen gar nichts sagen. Sie haben hier Gallenflüssigkeit, also die Flüssigkeit aus der Leber. Die haben Sie irgendwo, wo sie nicht hingehört. Das müssen wir auf jeden Fall rasch untersuchen. Okay, dachte ich mir, was soll er auch sagen? Ich war erstmal auf einer anderen Station, weil die Station, auf die ich sollte, war voll. Also bin ich auf eine andere Station erstmal, so wurde ich geparkt. Aber dann habe ich gemerkt, das ist ein krasser Unterschied, so wie Leute miteinander umgehen, wie die Krankenschwester, wie die Krankenpfleger miteinander umgehen. Voll nett. Die haben mir alles gebracht, so quasi so Bettzeugs. Also die haben mein Bett umbezogen. Die meinten auch so, ich soll duschen gehen. Also indirekt, weil die im anderen Krankenhaus, die haben sich irgendwie nicht so um mich gekümmert und ich mich auch gerade um mich nicht, hatte keinen Kopf dafür. Und dann habe ich anscheinend voll gestunken. Und dann kam die einmal morgens dann, den ersten Morgen in der Charité, kam dann die Krankenschwester zu mir und meinte so, okay, wollen Sie sich lieber waschen oder wollen Sie duschen? Also es gab kein Entweder-Oder, also es gab jetzt kein Nicht-Waschen, sondern ich habe anscheinend richtig gemüffelt, so. Ja, witzigerweise mein Zimmernachbar, das war so ein Typ, der war, kurze Side-Story, mein Zimmernachbar, der war so 70 ungefähr und der hatte irgendwie seinen rechten Arm gebrochen, seinen rechten Arm und sein linkes Bein. Das war ein ganz, ganz verrückt. Und die Ärzte meinten dann zu ihm bei der Visite, ja, wir wollten das gerne operieren. Und er meinte so, nö, das brauche ich nicht, ich gehe nach Hause. Und dann haben die Ärzte ihn abgeraten davon und er meinte so, ach, ich bin schon so oft, hatte ich was gebrochen, ich gehe nach Hause. Und der Typ war richtig geil, der kam kaum aus seinem Bett raus. So, weißt du, wie so eine Mumie, so aus seinem Bett raus, aber er wollte nicht operiert werden. Da kam später so ein Physiotherapeut und hat ihm quasi gezeigt, wie er auf einer Krücke gehen kann. Das Ding ist, sein rechter Arm war gebrochen und er meinte so, wie soll ich das denn machen mit der Krücke? Und dann meinte der Physiotherapeut, ja, müssen die so und so anfassen. Und dann lief er halt so mit einem gebrochenen Arm, dann die Krücke da dran und lief dann, alter Schwede, wie der Glöckner von Notre Dame. Und dachte ich mir, das ist ein harter Hund. Er meinte auch so mal im Gespräch zu mir, dass er mal mit einem gebrochenen Fuß Auto gefahren ist. Kannst du dir nicht ausdenken, was für Leute ich da kennengelernt habe. Auf jeden Fall, ich habe mich in der Charité richtig krass gut behandelt gefühlt und auch informiert gefühlt. Am nächsten Tag, also schon am selben Abend, wurde so CT gemacht. Dann die nächsten Tage MRT, also CT, da gibt's, ne, kommst du so eine Röhre rein, da wird alles mal durch quasi gescannt. Und bei diesen MRT wurde mir dann auch so Flüssigkeit also ich glaube, du kriegst so Flüssigkeit rein und dann werden halt ich weiß nicht, alles, was in der Körper so, diese Gänge, Adern, was weiß ich, also es wurden quasi diese Gallengänge und so wurden sichtbar gemacht auf dem Bild tatsächlich, so Bildgebungsverfahren. Das ging relativ fix, die ganzen Untersuchungen. Wie gesagt, und jedes Mal kam die Ärztin rein, 3-mal am Tag. Morgens hat sie gesagt, ja, Ole, wir haben das und das gemacht. Wir werden heute noch das und das machen. Dann, als die Behandlung fertig war, kam die Ärztin nochmal. Und dann kam nochmal eine Visite mit dem Chefarzt. Und dann dachte ich, krass, das ist ja eine ganz andere Welt hier, als jetzt bei dem Krankenhaus, in dem ich vorher war. Okay, dann haben sie gesagt, ja, es gibt wohl ein Leck irgendwo und das ist passiert während der OP. So, irgendwas ist während der OP nicht richtig verschlossen worden. Dazu muss ich nochmal sagen, ganz kurz nochmal einen Rückblick. Als ich am ersten Tag nach der OP die Visite war, hat der Arzt zu mir gesagt, der Oberarzt, er hat gesagt, wir wussten nicht, welchen Gallengang wir ihn durchschneiden. Das ist 50-50. Du hast einen großen Gallengang, der direkt von der Leber, der dann direkt in den Darm geht. Und dann hast du noch diesen anderen Gallengang von der Galle in den großen Gallengang rein. Und das sieht man manchmal nicht. Und er meinte so zu mir, wussten das nicht. Ich hatte eine 50-50 Chance, dass ich abkratze einfach. Alter Schwede, dachte ich mir an dem Moment so. Hätten die den durchgetrennt, ich weiß nicht, ob ich gestorben wäre oder, keine Ahnung, das wäre ein richtig beschissenes Leben geworden. Hatte ich ein Glück. Oh, meine Fresse. Okay, wieder zurück in die Charité. Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es ist einfach nur Todesangst. Gut, der Arzt sagte zu mir in der Charité,
Die Gallengangs, also die Entfernung der Gallenblase ist eigentlich eine Standard-OP, eine Routine-OP. Geht in den meisten Fällen gut. Wenn sie nicht gut geht, gibt es Probleme, aber ernsthafte Probleme. So wie bei mir. Dann hast du Geburtstag. So, dann haben die alles so durchgecheckt und meinten so, okay, ich bräuchte eine größere Drainage und eine andere Drainage quasi. So. Und dann dachte ich mir, okay, das wird wahrscheinlich so ein Eingriff, den ich nicht gerne haben möchte. Aber der musste natürlich sein. Ich hatte mir schon irgendwie in meinem Kopf gedacht, das wird wehtun. Es wird wieder wehtun. Gut, dann war der Tag dann des Eingriffs. Ich glaube, der zweite Tag, nachdem ich in der Charité war. Und dann wurde ich in irgendwo so ein Erdgeschoss geschoben und das hieß Angiologie oder sowas. Und das klang schon für mich so ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Gut. Dann warte ich einfach ganz freudig da auf meine Untersuchung, werde dann in so einen Raum reingeschoben und ich gucke so links und rechts, Drähte, Schläuche. Ich so, Alter, das ist ja eine richtige Folterkammer hier. Und dann wusste ich ganz genau, das wird wehtun. Das wird wehtun, das Ding. Und dann habe ich mich reingeschoben, habe mich dann auf so eine andere Liege geschoben und dann unter quasi so ein Röntgengerät, weil er musste halt gucken, wo er quasi denn da rumhantiert. Wegen diesem Schlauchaustausch und diese Drainage, wie man so schön sagt. Und dann frage ich dann so, ist das so, der Doktor, sagen Sie, wird es wehtun? Wird es wehtun? Also nee, kein Problem, nee, Sie kriegen so eine Spritze und dann merken Sie das gar nicht. Ja, und dann holt er so eine Spritze raus, also so, ich glaube, das war so eine Nadel und rein und dann habe ich gemerkt, okay, alles wird taub, also auf dieser Stelle. Dann zieht er das raus und meint so, ja, ist raus. Ich so, okay, das tut, ja, wehgetan, nee, ist doch alles gut. Ja, und dann müsste es natürlich auch was Neues rein. Und dann frage ich mich überhaupt, wie er das gemacht hat. Ich glaube, da ist so ein Draht drin oder so. Auf jeden Fall, ja, ich ziehe es jetzt rein. Also ich schiebe jetzt die neue Drainage rein. Ich so, ja, okay. Schieb da rein. Und ich so, oh, shit. Ich habe wieder geschrien. Ich habe wieder geschrien wie am Spieß. Das war ungefähr, so muss ich es vorstellen, als er den Schlauch reingeschoben hat, als ob die jemand mit der Faust, in der Faust so richtig so, also richtig einen reinhaut in deinen Magenkuhle. Es hat so bam, so ein Effekt einfach. Und ich schreie wieder so und er so, oh ja, okay, hat doch wehgetan. Ich so, ja, hat ein bisschen wehgetan, aber es war halt kurz, ne? Also wie so ein richtiger Jab in die Magengegend. Oh. Und dann, das war aber Gott sei Dank dann eigentlich so die letzte Untersuchung. Und dann war es halt so Kontrolle, also was heißt Kontrolle, gucken, was passiert jetzt eigentlich. Und da hatte ich Glück, es hat sich nämlich gut entwickelt. Die Ärzte haben dann immer diese Flüssigkeit untersucht oder diese Flüssigkeit wurde immer untersucht und geguckt, ob da Gallenflüssigkeit drin ist. Und irgendwann haben die noch mal eine finale Untersuchung gemacht, haben gesagt, hey, es tropft keine Gallenflüssigkeit mehr in ihr Körper. Warum das so wichtig ist, dass diese Gallenflüssigkeit dann eine Bauchfellentzündung auslösen kann und das wiederum, dann landest du einfach auf der Intensivstation und im schlimmsten Fall stirbst du daran. Das heißt, das Leck war zu, alles Happy Hippo, hat mich sehr gefreut. Ich dachte, okay, Gott, und dann hieß es schon so, hey, Sie können vielleicht in 2-3 Tagen gehen. Ich so, oh ja, Mann, super. Super, mega, top, dachte ich mir, endlich. Und ich hatte auch dieser ganze Stress, diese ganze Todesangst ist auch von mir weggefallen. Also ich dachte, okay, Hoffnungsschimmer, die Ärzte hier sagen, es geht voran, ganz entspannt. Ich hatte dazu noch einen ganz netten Zimmernachbar aus Wedding. Das war richtig cool, er hat eine große Familie gehabt. Wir haben viel gequatscht, war ein sehr netter Kerl, muss ich sagen dazu. Und dann hieß es tatsächlich, ich glaube einen Tag später hieß es dann, ja, diese Flüssigkeit da ist keine Galle mehr drin. Soweit, wir konnten nichts mehr finden, sie können entlassen werden. Ich so, Gott sei Dank. Morgen können sie entlassen werden. Ich so, oh, Traum, endlich ist dieser Albtraum vorbei. Das Ding ist, nein, noch nicht ganz. Am letzten Abend, vor der geplanten Entlassung, was passiert? Ich sehe halt bei meiner riesen Schnittwunde, bildet sich so ein komisches Ei hier unten, also so eine Schwellung, es schwillt an. So, dann frage ich den Stationsarzt noch und er sagt so, ja, gucken wir mal morgen. So. Und ich dann am nächsten Morgen mache ich auf und merke so, scheiße, es tut noch mehr weh, es ist größer geworden. Kommt die Ärztin rein und sagt so, ja, was haben Sie denn so? Zeigen Sie mal her. Ich sage so, ja, hier, schauen Sie mal, es ist hier geschwollen und es tut weh. Ja, und sie so,
ja, das müssen wir gleich aufmachen. Das ist wahrscheinlich, sie hat so drauf gedrückt. Sie hat da so drauf gedrückt und dann kam da schon so die Flüssigkeit raus. Also irgendwas, Wundflüssigkeit, Blut, whatever. Und das schwappte schon wieder so raus. Und sie so, ja, das müssen wir aufmachen, das ist ein Hämatom, das müssen wir entfernen. Ich so, oh Gott, scheiße. Kamen sie wieder, diese ganzen, ich wurde ja geklammert, ne? Das sah so aus wie so eine Eisenbahnlinie. Erstmal ein paar Klammern auf. Oh, oh Mann, war das eklig. Und dann immer hat sie es mit Kochsalzlösung rein. Und das immer quasi, man nennt sich das Spülen, das da sauber zu spülen und raus aus dem Körper zu holen. Ach ja, das war echt ekelig und weil du hast halt gemerkt, wie es alles so runtersuppt. Das hat sich halt im Zimmer gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob das gut eine Idee ist, das in so ein Zimmer zu machen, im Patientenzimmer, aber ich bin kein Arzt. Auf jeden Fall waren dann diese ganzen Unterlagen voll mit so einer Flüssigkeit, Blut etc. Und dann meinte sie noch zum Schluss zu mir, ja, ich muss jetzt noch mal mit dem Finger rein und gucken, ob ihre Faszien zu sind. Oh, und dann geht die da mit dem Finger rein. So hier so tief ist sie mit dem Finger drin. Wow, und dann drückt sie hier in mein Gedärm rum und sagt dann zu mir, die Faszien sind zugewachsen. Und da haben die Glück gehabt. Ich so, ja, warum? Ja, weil ansonsten hätten wir sie jetzt operieren müssen. Oh, ich so, Gott sei Dank nicht. Oh, nicht noch eine OP. Oh, da habe ich ein Glück gehabt. Glück im Unglück. Dann kamen noch, dann kamen irgendwie 4 Medizinstudenten. Einer davon hat das dann zugenäht. Das war auch mal so ein Akt. Das hat irgendwie eine Stunde gedauert. Und als das Schmerzmittel dann langsam nachließ, habe ich dann diese Stiche so 1:1 gemerkt. Und so hochgesprungen. Ich so, hey, ich brauche hier nochmal ein neues Schmerzmittel. Das wird halt so lokal betäubt. Boah, das war was. Aber dann, das war halt nochmal so, ich weiß auch nicht, nochmal das so richtige Action vor der Entlassung. Und dann, oh, war auch raus. Ich wurde abgeholt, mit dem Taxi nach Hause gebracht und als ich zu Hause war ich erstmal so, Gott sei Dank ist diese Scheiße vorbei. Ich habe mich so gefreut, ich habe geheult, ehrlich, ich habe geheult. Ich habe echt geheult. Und ja, jetzt könnte man sagen, es ist vorbei. Das wäre jetzt die gute Nachricht. Aber es ist leider nicht vorbei. Ich hatte nämlich noch einen Termin, 2, 3 Tage später, zur Wundkontrolle. Ne? Die gucken sich die Wunde an, wie sie sich entwickelt und dann eventuell die Fäden ziehen. Also ich hatte dann auch Fäden dazu jetzt. Also die Ärzte, die Medizinstudenten haben ja diese Wunde jetzt zugenäht. Also wurde ich getackert quasi und hatte Nähte. So. Und dann 2 Tage später, was passiert? Was passiert? Schon wieder habe ich eine Beule. So eine Verhärtung, genau an der Wunde so. Und ich sag so, oh nee, nicht schon wieder. Ich hatte das doch schon. Ich hatte das schon im Krankenhaus gehabt. Hab das dann gezeigt. Ich musste dann immer in die Ambulanz fahren. Und die meinten so, ja, das ist wohl eine Entzündung oder irgendwas. Und dann wieder. Mussten die das wieder spülen mit so Kochsalzlösungen. Dann gehen die da so rein mit so einer Kanüle aus Plastik und spritzen da Kochsalzlösung rein und drücken da mal rauf und was da so alles rausfeucht und kreucht. Das Ding ist, als sie das erste Mal angesetzt hat, hat sie versucht, durch so einen kleinen Schlitz zu kommen in der Wunde. Das hat so wieder wehgetan. Ich habe sofort wieder geschrien. Also ich habe nie so oft geschrien in meinem Leben wie die letzten Wochen tatsächlich. Und ich habe so laut geschrien und nebenan war auch gleich quasi der Warteraum für die anderen Patienten. Das war so krass. Ich dachte, die haben bestimmt gar keinen Bock mehr jetzt. Die haben jetzt gar keinen Bock mehr hier auf die Behandlung. Auf jeden Fall meinte sie, okay, warten Sie. Wir machen das so. Ich mache das wieder auf, ich entferne ein paar Klammern und eine Naht und dann haben wir mehr Spielraum. Ich so, bitte machen Sie das, solange es nicht so höllisch wehtut. Und dann ging es eigentlich. Hat sich herausgestellt, dass sich dieser Bereich unten, da hat sich wieder Wundflüssigkeit gesammelt und es hat sich etwas entzündet. Ich musste also dann knapp 1,5 Wochen jeden Tag in die Ambulanz fahren und das säubern. Da haben die das gesäubert quasi mit Kochsalzlösung und immer wieder und immer wieder und immer wieder, damit das besser wird. Und irgendwann meint die so zu mir, okay, es war kurz vor Ostern, die meinten so, wir sind nicht hier, wir können dann im Moment nichts für sie tun, das müssen sie jetzt alleine machen. Aber sie hatte eine Idee. Dann hat sie so eine fette Spritze genommen mit Jod und hat die ganze Wunde, also ich denke, die war so tief ungefähr, so tief und so breit. Ich habe nicht reingeguckt, aber so stelle ich es mir vor, hat das ganze Ding voll gespritzt mit Jod und nach 2 Tagen war es besser, war es weg, also es ist abgeschwollen,
Sie hatte noch mal so eine Probe entnommen, Bakterien war alles tot quasi in der Gegend. Jod ist ja desinfizierend. Das war halt die Holzhammer-Methode. Und dann musste ich halt über Ostern mich selbst versorgen nochmal und musste dann selbst, ja, ich habe dann die Wunde immer so ein bisschen gesäubert. Also das erste Mal bin ich umgekippt übrigens. Ich habe dann Verband ab, dann so diese Flüssigkeit rein, dann habe ich so ein bisschen gedrückt und dann läuft halt die Flüssigkeit raus. Alle verschiedenen Farben, rot, braun, ne? Und dann bin ich einmal so umgekippt, aber danach ging es eigentlich. Da habe ich mich selbst versorgt für ein paar Tage und irgendwann tatsächlich wurden die Abstände immer größer und irgendwann meinten die so, okay, da muss jetzt nichts mehr rein, kein Jod oder sonst irgendetwas, sondern die Wunde muss noch ein bisschen offen gehalten werden, damit, falls eine Flüssigkeit drin ist, sie abfließen kann. Ja, okay. Und da musste ich immer mit so einer Kanüle immer so da rumwurschteln. Das war echt, na, wenn man an sich selbst da so rumwurschtelt, da in der Bauchregion, das ist echt, ist eklig, ist eklig. Aber irgendwann nach 3 Wochen oder 4 Wochen, 3, 4 Wochen, war die Wunde zu. Sie war zu und ich war heilglücklich. Ich war so froh an den Tag, wo die meinten, hey, an den Tag, wo die mir dann die Klammern gezogen haben und die Nähte, da habe ich gesagt, hey Leute, was wollt ihr haben? Ich gebe euch was aus. Dann meinten die so Kaffee oder so. Dann bin ich zu Rewe gelaufen, habe dann irgendwie 6 Pakete Kaffee geholt und nochmal für 40 € so Süßigkeiten. Habe das alles in eine Tüte gepackt, so eine große Tüte und habe die dann da abgegeben. Sagte, hey, vielen Dank, das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann und habe denen das gegeben. Ich war sowas von dankbar. Und jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, gibt es noch eine letzte Sache tatsächlich. Und die ist, ich habe noch eine Prothese drin. Diese von der ERCP, was ich euch erzählt habe. Also dieser Eingriff, da hatte ich ja eine Prothese reinbekommen. Ne? Also so eine Plastikprothese. Ich guck mal, ob ich die noch habe. Also ich habe sie gefunden hier. Das hier ist so klein ist das. Das ist ein Rest von der Prothese. Von der Plastikprothese. Und wo ich sie gerade habe, auch noch weil könnt ihr die sehen, so klein ist die. Das ist 3,5 Millimeter Durchmesser. Und ist ein bisschen länger. Das ist ja nur ein Fragment. Wo wir gerade bei diesem Fragment sind, als ich in diesem anderen Krankenhaus war zuerst und die das Ding ausgetauscht haben, hat dieser Austausch nicht ganz geklappt. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Ding hier konnten die nicht entfernen. Das heißt, ich hatte einen neuen Stand drinne plus diesen alten abgebrochenen. Diesen alten abgebrochenen Stand. Also Stand nennt sich das, oder Prothese, hatte ich noch, der schwirrte irgendwo hier in meiner Leber rum. Das hat sich rausgestellt bei der Charité, haben die das rausgefunden, dass ich 1,5 Stands noch drin hatte. Das hatte aber von dem anderen Krankenhaus kein Mensch gesagt. Kein Mensch hat gesagt, dass da noch ein Bruchstück drin ist. Das war krass, da habe ich mich richtig beschissen gefühlt, ehrlich gesagt. Dass sie es nicht in keinem Wort erwähnt haben, dass sie dieses Ding hier einfach vergessen haben. Sie haben es nicht vergessen, sondern sie konnten es nicht rausholen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Haben es aber in keinem Wort mir erwähnt, dass da dieses Ding noch in mir schwirrt. Irgendwo in der Leber. Ja. So. Das ist nämlich herausgekommen, nachdem, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ja noch das Röhrchen noch drin und das muss dann entfernt werden noch. Das war der letzte Eingriff quasi, der noch anstand, dieses Röhrchen zu entfernen und dann wäre alles fertig gewesen. Alles fertig gewesen. Dann wäre ich durch gewesen und dann dachte ich so, okay, dieser letzte Eingriff. Und der war dann im Mai, war geplant im Mai, dass ich im Mai komme und mir dieses Plastikröhrchen entfernt werde. Dass das Plastikröhrchen offiziell entfernt wird. Ich habe es leider nicht ganz zu diesem Termin geschafft. Nämlich 4 Tage vorher bin ich in der Ambulanz gelandet, weil ich hatte wieder so krasse Magenschmerzen, dass ich selbst in die Charité wieder gegangen bin, vor diesem Termin der Entfernung und habe gesagt, ey Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß noch, das war im Mai irgendwann und ich war auf einer Veranstaltung vom Arbeitgeber und auf einmal kriege ich wieder so richtig heftige Magenschmerzen, wie im März, solche heftigen Magenschmerzen. Ich sage so, scheiße, rufe ich jetzt einen Krankenwagen? Oder das war in der Nähe der Charité, oder gehe ich in die Charité? Alles da, ich habe mich in die Charité geschleppt. Und dann haben die mich untersucht und meinten so, ja, da ist eigentlich auch nichts, wir sehen nichts. Gehen Sie nach Hause und wenn Sie am nächsten Tag wieder Fieber haben, wenn Sie Fieber haben, kommen Sie wieder. Ich am nächsten Tag Fieber, ich direkt rein. Die haben geguckt, okay, Sie haben eine Entzündung, irgendwas stimmt da wieder nicht. Wahrscheinlich mit
hat es mit diesem Stand zu tun, der lag ja schon ein paar Wochen drin. Und diese Dinger können maximal 3 Monate drin liegen und dann können die verstopfen, sich entzünden, Bakterien wandern hoch, hast du nicht gesehen, ich bin kein Arzt, aber kannst du dir nicht ausmalen. Das kannst du dir nicht ausmalen. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Eingriff und ich dachte, jetzt ist Schluss. Jetzt ist einfach definitiv Schluss. Das ist das letzte Mal und jetzt bin ich durch mit dieser ganzen Sache. Hab den Arzt noch gesagt, nochmal darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, hey, ich habe da noch ein abgebrochenes Stück. Ich habe noch ein abgebrochenes Stück von diesem Stand. Irgendwo fliegt der rum. Er meinte so, ja, okay, werden wir schauen. Und dann tatsächlich habe ich das, nachdem ich aufgewacht bin, nach dem Eingriff, habe ich das hier liegen gehabt. Er hat es gefunden. Er hat es aus meiner Leber rausgeholt. Ne? Er meinte, es war irgendwo oben. Irgendwo oben in der Leber. Und der Arzt vom letzten Krankenhaus hat das gar nicht erwähnt. Ja, warum auch? Ist halt so. Das geht schon von alleine weg. Gut, dann war der Eingriff zu Ende und ich dachte, hey, das war das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus bin fürs Erste. Ich bin durch. Ja, Pustekuchen und schon wieder Arschkarte gezogen. Dann war es nämlich so, dass ich anscheinend durch diese Entzündung, die ich hatte in diesem Gallengang und der OP, hat sich dieser Gallengang, der ist ja so schlauchförmig, hat sich zusammengezogen an einer Stelle, sodass die Flüssigkeit nicht mehr richtig abläuft. Dann kannst du wieder Entzündung bekommen, wieder Gelbsucht und Tod. Ne? Aber wenn das nicht behandelt wird, stirbst du einfach. Das ist vorbei. Ist klar. Und dann hatte ich anstatt ein Stand 2 neue drin. Und dachte so, Alter, nee, ich bin doch gekommen, um zu gehen. Ich wollte doch gar nicht mehr. Und dann meinten die so, nee, es muss sein. Dieser Gang muss gedehnt werden, deswegen sind jetzt 2 drin. Und dann gucke ich in diesen Arztbericht rein. Für mindestens nochmal 6 Monate und noch mehr Stands. Also 3 vielleicht sogar. Und ich war so deprimiert. Ich war sowas von deprimiert. Ich dachte, es ist Schluss. Also ich hatte keine Lust mehr. Ich dachte, es muss doch jetzt irgendwann zu Ende sein, dieser Albtraum. Aber nein, leider nicht. Leider nicht. Ich frage mich noch ab und zu, hätte ich mich früher operieren lassen sollen oder nicht? Wäre es besser geworden? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr. Ist ja eh egal, weil es ist ja eh geschehen. Jetzt ist es so, ich war jetzt mittlerweile zum 3. Mal dort. Ich habe tatsächlich jetzt 3 Prothesen in mir drin, 3 Stents, die diesen Gallengang wieder auf Spur bringen, die den wieder weiten und damit das irgendwann vernünftig abfließen kann ohne Hilfe. Wahrscheinlich muss ich noch 6 Monate behandelt werden. Und dann ist hoffentlich auch Schluss und das ist Thema abgehakt, Freunde. Das war meine Odyssee mit meiner Gallenblase, mit meiner ganz kleinen, süßen Gallenblase. Ich hatte übrigens den Arzt gefragt, ob er ein Foto von der Gallenblase hat, weil manchmal fotografieren die das ja immer so, nee. Ich glaube, die war komplett zerfetzt. Also, übrigens hat der Arzt dann zu mir gesagt, dass die Gallenblase nekrotisiert ist, das heißt, sie ist abgestorben schon. Das hat er zu mir gesagt. Also das heißt, die war am Ende. Die funktionierte gar nicht mehr. Die lag da nur noch und hat vor sich hingegammelt. Tatsächlich, das war krass. Innerhalb von so kurzer Zeit. Ja, Freunde, so ja, nach dieser ganzen Odyssee jetzt. Was ist mein Fazit eigentlich? Was ist mein Fazit? Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Was habe ich jetzt daraus gelernt und was würde ich anders machen das nächste Mal? Und vielleicht auch für euch als Tipp mitgehen. Ich würde einfach sagen, hey Leute, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr Beschwerden habt, geht frühzeitig zum Arzt. Wenn es schlimm ist, geht auch in die Notaufnahme. Scheißegal. Die können euch immer noch wegschicken. Macht das. Sorgt vor. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt fast 40 oder ich werde bald 40. Für mich ist noch ein bisschen wichtiger, für die ganz Jungen unter euch. Noch nicht so ganz, aber Vorsorge ist wichtig. Was mir auch aufgefallen ist, Ärzte wissen nicht alles. Man denkt immer, Ärzte, Mediziner haben immer ein Medikament, einen Knopf, den sie drücken können und dann ist alles gut. Ist leider nicht so. Ärzte sind Ärzte und Ärzte machen Fehler. Das ist so. Und sie würden keinen Fehler machen, wenn sie ja perfekt wären. Aber es gibt, oder sie würden keine Fehler machen, wenn sie nicht arbeiten würden, würden sie keine Fehler machen. Ne? Also du machst eben halt diesen Job Fehler, du machst Fehler und das ist dann, du musst die Leute mit leben, das sind Kollateralschäden wahrscheinlich. Ja, aber Ärzte sind halt immer halt nur Ärzte und wissen auch nicht alles. Das ist auch ein Fazit und ich finde, man muss seine Zeit, die man auf dieser Erde hat, schon
schätzen, weil ich habe irgendwie gemerkt, ich wurde noch nie so schnell aus meinem Leben gerissen und so eine Gefahr, bin noch nie so schnell in so eine Gefahr bekommen, wo ich dachte, hey, ich muss sterben. Das ist auch eine neue Erfahrung. Das hat für mich, lerne jetzt, ich habe umgedacht und ich lerne die Zeit jetzt anders schätzen. Ich nehme das Leben nicht mehr so ernst, nicht mehr so ganz ernst. Ich habe das Leben eh nie so ganz ernst genommen, aber ich nehme es so ein bisschen weniger ernst, weil man hat ja nur ein Leben und die Zeit zu schätzen ist schon sehr wichtig. Und zweitens natürlich Ernährung, nicht wahr? Und Bewegung. Ich dachte mir eben halt, nach all dem, ich meine, ich esse ja auch, ich habe mich auch wirklich die letzten 1,5 Jahre nicht so gut ernährt, immer schlechter ernährt. Ich habe mich immer weniger bewegt. Ich habe auch immer mehr Alkohol getrunken. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dann meine Gallenblase, dass die mir um die Ohren geflogen ist tatsächlich, nicht wahr? Es gibt auch Menschen, die das Gleiche machen, bei denen es nicht so ist. Vielleicht ist es auch eine genetische Disposition. Es kam in meiner Familie halt nichts vor bis jetzt. Alle haben ihre Gallenblase, soweit ich weiß. Habe ich halt Pech gehabt. Es war vielleicht auch eine unglückliche Verkettung der Umstände, aber ich glaube, Bewegung ist wichtig und eine halbwegs gesunde Ernährung. Aber ich meine, ihr seht ja auch auf meinem Kanal, ich werde auch immer wieder mal was Ungesundes essen, aber mein richtigen Leben versuche ich schon wieder zu reduzieren. Auch ich trinke viel weniger Alkohol, trinke jetzt alle paar Wochen mal wieder was und ich bewege mich auf jeden Fall viel, viel mehr wieder als davor eigentlich. Ne? Ja, Freunde, also jetzt wisst ihr die ganze Story. Wenn ihr noch mal Fragen habt zum Thema, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten ASMR-Video.